Ja, also ich bin Conny Hüsser. Ich habe 2019 vom Bundesamt für Kultur den Preis bekommen für das Lebenswerk. Sehr überraschend. Und wir sitzen da im Atelier, sozusagen Provisorium, weil letztes Jahr musste ich nach 22 Jahren mein Atelier leider aufgeben, über 100 Quadratmeter, in einem Ladenlokal. Also es wäre noch viel vollgestopfter. Und ja, jetzt bin ich da sozusagen in einem Provisorium für, ich weiss jetzt noch nicht wie lange, bis ich etwas Cooles gefunden habe eigentlich. Und aber in einem gewissen Moment musste ich sagen, sorry, es ist gut, abhökeln, und habe mich selbstständig gemacht und bin dann eben in das Ladenlokal dann gezogen mit 3 anderen Leuten. Und dann ist plötzlich etwas ein bisschen zusammengekommen. Also ich habe eigentlich Dekorationen gemacht von Schaufenstern, Ladenumbauten. Das ist ein bisschen plötzlich trendy geworden. Wir haben Räume gestaltet, wir haben Ladenlokal umgebaut. Clubs hat man auch von einem Thema einrichten. Und das habe ich eigentlich auch gemacht, auch viele Reisebüros. Und dann ist irgendwie hat meine Freundin mich gefragt, ob ich Styling machen könnte. Sie hat angefangen im idealen Heim zu arbeiten. Und sie haben einen Stylist gebraucht, der Sachen arrangiert. Und da habe ich wirklich gedacht, also ich kann mega gut schwafeln. Also ich komme praktisch alle Sachen eigentlich über, wenn ich unbedingt daran das will. Weil du musst als Stylist immer Sachen ausleihen, musst die immer klein auch wieder, also super zurückgeben. Eigentlich noch besser eingepackt, weder dass sie du ausleihen tust. Und ich habe gemerkt, dass ich das eigentlich gut kann. Dann habe ich ein Verständnis mit der Kamera. Ich kann Sachen schön stellen. Ich habe eigentlich noch einen guten Geschmack. Und dann hat sich das wie so ergeben, dass ich ein Styling machen habe. Und in meinem ersten Styling habe ich meinen Volvo Sport inszeniert und habe so einen James Bond in Frucht und Banane damals eine Inszenierung gemacht, über 10 Seiten. Und dann ist das mega gut angekommen. Und dann habe ich angefangen, Styling-Filme machen. Ich bin Jäger. Ich gehe suchen, finde etwas cool und dann wird es gekauft oder dealt und dann habe ich es. Und dann brauche ich das natürlich dann für eine Ausstellung bei Vitra an der Möbelmesse Mailand, weil ich einfach das Gefühl habe, so kann ich meine einzigartigen Bilder machen und tut gleichzeitig die Jungen noch vermitteln. Also macht natürlich viel mehr Spass, etwas zu haben, zum Inszenieren mit Vitra, wenn es etwas ist, das ich gefunden habe und ich kann einem jungen Designer gefallen machen. Ich meine, ein junger Designer kommt nicht so schnell zu Vitra, aber wenn er in einer Inszenierung ist es natürlich super für ihn, weil dann kann er Vitra auflisten bei sich und hat vielleicht plötzlich Kunden oder Anfragen. Ich denke, es kann stilisieren, in dem Sinne anschauen, kuratieren, zufällige Sachen eigentlich sehen. Das ist eigentlich, dass ich das sehe. Das ist so, und dann integrieren, das ist es eigentlich ein bisschen. Aber für das braucht es echt richtig Eier, wenn ich das sagen darf. Weil ich habe es jetzt gerade gemerkt, in Finnland oben, du hast ein Shooting, du tust die Sachen genau überlegen, aber dann die Gelassenheit zu haben, weißt, durch den Raum durchzulaufen und per Zufall hat jetzt vielleicht irgendeine Person das so hergestellt, eine Kombi von Sachen, die du nur rasch weggeräumt hast und das steht so und ich laufe daran vorbei, das ist es. Das zu sehen, das ist ein bisschen und die Gelassenheit zu haben und das zuzulassen, das nimmt ein bisschen Kontakt auf mit dir. Das sehe ich und das ist es ein bisschen. Sorry, das ist ein bisschen esoterisch, aber es geht ein bisschen. Ich weiss auch nicht, es ist einfach, ich spüre das einfach und ich sehe es dann halt. Es ist super schwierig, das irgendwie, weißt, so im Wort zu fassen, aber ich glaube, wenn du dich nur mit dem beschäftigst, du füllst dich irgendwie auf, du ladest dich auf eine Art auf und dann nachher bist du, das sind wie Haare, die dir ins Berg stehen. Du bist wie eine Antenne, wo für diese Zeit, da bin ich richtig wie on. Also ich weiß auch nicht Turnschuhe. Aber da bist du wie so aufgeladen und ich kann es nicht anders beschreiben, als ich habe mich vorher jetzt bei diesem Job für die Firma Varni in Finnland so lange überlegt, was kann es sein, was ist der Look. Ich habe kein einziges Produkt vorher gesehen. Ich bin dort hochgefahren
und hatte einen Tag gehabt, um in Helsinki Sachen zusammen zu kaufen. Aber ich habe gar noch nicht genau gewusst, was. Ich habe einfach gedacht, okay, etwas finnische Sachen. Also eben jetzt zum Beispiel das kleine Körbchen habe ich zum Beispiel gekauft oder Vintage-Sachen gekauft und ausgeliehen. Ganz viel finnisches Geschirr, komische Glasobjekte. Alles, was mich angesprochen hat im Moment. Und davor habe ich mich einfach aufgeladen. Ich kann es nicht sagen, ich habe mich so lange mit dem mental beschäftigt. Und was kann es sein? Magazin durchgeschaut. Ich habe ganz viele Kisten, die ich durchschaue. Produkte, die ich durchschaue. Werbungen, die ich durchschaue. Mode, Kollektionen. Das wird alles durchgeschaut mit dem einen Gedanken, was kann es sein. Und dann wird es wie aschenputtelmässig in eine Kiste geschmissen, was interessant ist. Und das, was interessant ist, wird wieder rausgefiltert. Und dann habe ich am Schluss so ein Bündel. Und dann probiere ich einen Mut zu generieren. Ich habe mit dem Anti dann geredet, der will etwas Romantisches, 70er Jahre, ruhige Bilder. Dann suchst du das zusammen und dann, mit dem tust du das. Und die Aussortierung hilft dir eigentlich schon. Und dann bist du so aufgeladen, ich weiss nicht, wie ich es beschreiben kann. Und dann gehst du dorthin und gehst du die Läden durch. Du hast wie so einen Fokus und die Sachen, die komisch sind, sprechen dich wie an. Aber für meine Arbeit, wie ich funktioniere, muss ich schon ein bisschen vorausschauen. Also jetzt zum Beispiel Möbelmesse Mailand für Vitra ist mein grosser Anspruch an mich selber natürlich. Die Bilder sind ikonisch dort. Da kommen 300'000 Leute. Das Bild, das ich dort generiere, muss nicht altbacken sein. Es muss wie etwas können auslösen oder eine Richtung zeigen, wohin die Möbelbranche im Moment geht. Also so Zeugs tue ich mir schon sehr wohl überlegen. Ich kann mir schon ein bisschen Trendforschung sagen, ja doch. Das kommt dann auf den Tisch rauf. Und das an der Wand hinten. Conny Hüsser. Okay. Nein, also gut. Also in meinem Zimmer ist eben genau so was. Ich tue mit einer Kiste arbeiten. Hier innen sind jetzt die Essenz. Da innen ist alles, was ich mir überlegt habe. Produkt ausgedruckt, Kombinationen, Farbwelten. Ja. Dann habe ich natürlich das Muster bestellt von meinem Traumboden oder von Ettore Sozza, den er gemacht hat. Okay, Jordan Pan, gut, das stimmt nicht. Aber ja, alle. Und mit dem zu arbeiten finde ich natürlich jetzt ganz cool. Da freue ich mich mega drauf. In der Kombination dann bin ich natürlich jetzt im Moment gerade, und das hängt zwischen an der Wand, an der Recherche, ein bisschen, welche Farben passen denn da dazu. Ist der Boden, oder besser gesagt, die Decke sollte glänzig kommen? Könnte das noch cool sein? Ist das vielleicht zu viel mit den Spiegeln? Welche Farben sind es denn ein bisschen? Da seht ihr jetzt, so arbeite ich eigentlich. Also ich sehe jetzt, dann nehme ich die Essenz raus, mache einen Pfeil, das ist etwas, was mich interessiert. Vielleicht sind es dann doch die Farben, besser gesagt, das ist die Farbe vom Sofa ein bisschen. Passt das dazu? Ist das reizend oder hat das den Spiegel auch von innen? Und so tue ich es ein bisschen ausprobieren. So arbeite ich. Und das hängt dann eigentlich immer vis-à-vis von mir, im besten Fall. Und somit bin ich in Kontakt die ganze Zeit. Ich kann die ganze Zeit immer ein bisschen daran umstudieren. Und das nenne ich dann eigentlich gedankenschwanger. Durch die Welt tänzeln und plötzlich macht es dann und dann sollte es eigentlich da sein.